Viele mögen die rote Strumpfhose überhaupt nicht. Also die sagen, dass das so schrecklich ist. Damit kann ich mich jetzt nicht identifizieren, aber das ist die größte Kritik, die wir für unsere Uniform bekommen. Eine Airline in Rot, von der Uniform bis zum Flieger. Sitztaschen, alles rot. Sitztaschen, der Teppich. Privat trägt man dann wahrscheinlich ein bisschen weniger rot. Mit 24 im Cockpit, Demja Böhme, die jüngste Pilotin Austrian Airlines. Ich finde, das Schönste an dem Job ist, dass es sich selten anfühlt wie Arbeiten. Tower an 1365 Austrian to 1 Mike, servus. Die Auer, Dauergast in Frankfurt, 12-mal täglich. So, da bin ich wieder. Boxenstopp für einen Jumbo mit Mechanikerin Eileen Schröder. Wisst ihr das auswendig, was der wiegt, Lene? Das sanft, die Bremse ist heiß. Also er hat 16 Bremsen, alle sind identisch. Flugzeugreifen aus Wien, Europas größte Räderwerkstatt. Tatsächlich machen wir hier die Reifen für die kompletten Austrian Airlines Lufthansa und genauso wie für Swiss. So, geht los. Täglich Reifenwechsel in Frankfurt mit Regen im Nacken. Ab und zu an doofen Stellen ist das leider der Fall, ja. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen rund um Deutschlands größten Flughafen. 700 Flugzeuge landen täglich in Frankfurt. Auch sie haben mal einen Platten, eine defekte Lampe, brauchen Öl oder neue Bremsen. Für Autos gibt es Pannenhelfer, für Flugzeuge Instandhaltungsteams. Einsatz für die Fluggerätmechaniker Eileen Schröder und Thomas Freiwald. Ihr erster Auftrag heute Morgen, eine Boeing 747 aus Miami. Wir haben jetzt die Yankee Kilo, die kommt jetzt gleich rein. Und da wollten wir jetzt gerade mal gucken, was im Work Package drin ist. Breakwear-Pins müssen geguckt werden, also der Verschleiß von der Bremse. Und der IDG-Füllstand und dann halt Standard-Aircheck. Das steht jetzt erstmal an. Inspektion an der Position. Sind oft stressig. Die Herausforderung ist jetzt, dieses Flugzeug hat in etwa 20 Minuten wieder Bereitstellung. Die Bereitstellungszeit geht 2 Stunden 10 etwa. Es ist eine kurze Bodenzeit, aber wie wir mitbekommen haben, gibt es verstärkte Manpower. Also da wird man wohl mit mehreren Kollegen dran gehen. Wenn der Flieger sicher steht, dürfen Sie ran. Erster Check, das Fahrwerk. Dass die Reifen keine Beschädigung aufweisen, dass die Rille noch in Ordnung ist, auch die Felge und alles, die Verkleidung, die ganzen Leitungen, schaut man alles einmal an. Keine Mängel. Und die Bremsen? Besonders wichtig dieser kleine Stift, sagt Eileen Schröder. Je weiter die Bremse abgenutzt wird, desto weiter wandert der eben nach drinnen zum Rad hin. Das sieht gut aus. Ich wollte eigentlich Fluglotse werden, das hat leider nicht geklappt. Und habe mich dann eben am Flughafen umgeschaut, weil es ja doch ein sehr spannender Arbeitsplatz ist, was es denn noch so gibt. Bin dann bei der Lufthansa gelandet, hat Spaß gemacht, bin immer noch da. Mit 18 startet sie ihre Ausbildung zur Mechanikerin. Ihr Spezialgebiet: Instandhaltung von Langstreckenmaschinen. Viel Verantwortung für die 24-Jährige. Es gibt noch Jüngere tatsächlich. Also wir haben jetzt auch wieder viele Azubis dazu bekommen, Quereinsteiger. Da sind definitiv noch ein paar Jüngere dabei. Thomas Freiwald kontrolliert den Rumpf. Er sucht nach Schäden. Sieht aber alles gut aus. Diese Kollegen überprüfen die Triebwerke. Die machen gerade einen Ölservice. Gibt es ein extra Team für und die fahren dann Flieger für Flieger an und schauen. Was verbraucht so ein Triebwerk pro Flug? Jetzt gleich bei 2 Liter. Eileen und Thomas müssen zum nächsten Jumbo. Der war für diese Position geplant. Jetzt parkt er woanders. Er ist frei. Danke. Wir fahren jetzt auf Bravo 28, also die Position hat sich jetzt kurzfristig geändert. Das passiert ab und zu mal. Thomas Freiwald ist Quereinsteiger. Er war Maschinenschlosser bei der BASF.
Der Darmstädter hat viele Lehrgänge besucht. Jetzt ist er Techniker mit der Lizenz zur Freigabe. Man muss schon diverse typenspezifische Lehrgänge besuchen. In meinem Fall die 747 zum Beispiel oder 777 auch. Und am Ende auch immer mit Prüfungen verbunden. Und irgendwann hat man dann die Qualifikation und die Berechtigung, dieses Flugzeug dann auch zum Fliegen freizugeben. Ja. Also ich habe aktuell auf der Airbus-Seite, da gibt es jetzt neue Tech-Lehrgänge. Da kriegt man dann mit einem Lehrgang quasi den Airbus A330 und den 340 eingetragen. Und ich hatte Glück, direkt nach der Ausbildung die Boeing 787 zu bekommen. Der Jumbo ist schon gelandet, angeblich mit einem Reifenproblem. 83 Fluggesellschaften fliegen nach Frankfurt. Viele davon landen mehrmals am Tag. Doch keine kommt so oft vorbei wie Austrian Airlines aus Österreich. Flughafen Wien-Schwechat, 12 Uhr mittags. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Flug nach Frankfurt und dann weiter nach Zürich. Wir haben das Flugzeug Lima Bravo Juliet, das kommt gerade aus Frankfurt, landet pünktlich. Das heißt, wir werden um 13:05 Uhr zum Flugzeug hinausfahren. Flugzeit heute etwa 1 Stunde und 5 Minuten. Die rote Uniform, seit Jahrzehnten unverwechselbar weltweit. Die Crews von Austrian fliegen täglich bis zu 12 Mal nach Frankfurt. Wenig Zeit an Bord, mit 180 Passagieren, sagt Kapitän Wolfgang Schalamun. Das ist aber für uns, die wir hier auf der Kurzstrecke fliegen, nichts Spezielles. Wir haben unseren Ablauf. Ich persönlich mag das zum Beispiel sogar sehr gerne, viel lieber. Ich bin es gewohnt und mag es, schnell zu arbeiten. Deswegen kommt mir so ein kurzer Flug sehr entgegen. Die meisten Flüge ab Wien starten in Richtung Deutschland. 300 Mal pro Woche. Frankfurt ist Spitzenreiter mit 77 Flügen an 7 Tagen. Durch das Terminal müssen die Crews nicht laufen. Ein Bus fährt sie zum Airbus. Servus. Unter 1000 Piloten, die für die Airline fliegen, ist sie die jüngste. First Officer Demja Böhme. Es ist auf jeden Fall jedes Mal eine Vorfreude auf den Tag. Was fasziniert dich da so? Warum freust du dich so? Ich finde, das Schönste an dem Job ist, dass es sich selten anfühlt wie Arbeiten, sondern ich sage auch, daheim sage ich gehe fliegen und ich gehe arbeiten. Und ich glaube, das beschreibt es eigentlich am besten. Die Uniform ist Gesprächsstoff. Seit Jahren, sagt Daniela Dücke. Es gibt viele verschiedene Meinungen dazu. Also manche sind da echt begeistert und sagen, wow, coole Farbe, schön auffällig. Vor allem die Strumpfhose ist eigentlich immer sehr ein Thema, weil da immer alle so überrascht sind, dass wir auch noch eine rote Strumpfhose haben. Die roten Beine, sie polarisieren. So sehr, dass die Airline 2015 ihre Flugbegleiterinnen abstimmen lässt. Hautfarbene Strümpfe mit schwarzen Schuhen oder alles in Rot. 70% der Damen stimmen für alles in Rot. Ich bin soweit. Demja Böhme macht den Outside-Check. Ein Kontrollgang rund ums Flugzeug. Dieser A320 lässt ihr Herz höher schlagen. Er ist wie ein treuer Freund. Der Flieger, auf dem ich mein Landetraining hatte, bei seinem allerersten Type-Rating hat jeder Pilot oder jede Pilotin einmal Start und Landungen ganz ohne Passagiere. Und ich hatte das ziemlich genau vor einem Jahr auf dem Flieger in Maribor. Und das bleibt immer was Besonderes. Demja kommt aus München. Für ihre Fliegerkarriere zieht sie extra nach Wien. Beruf Pilotin, das hatte sie nicht auf dem Radar. Sie kannte auch keinen, der fliegt. Das ändert sich, als sie eine Highschool besucht. Ich habe mit 15 ein Jahr in Kanada gelebt und meine Gastmutter hat mir ermöglicht, dass ich an den Wasserflugzeugen als Fester im Cockpit sitzen darf. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Also für mich war einfach ab da vollkommen klar, für mich gibt es nichts außer Fliegen. Parallel zur Ausbildung studiert sie noch Maschinenbau. Der Anteil an Pilotinnen bei Austrian liegt bei 5%. Viel zu wenig, sagt sie. Das ist der Iceman und der schaut jetzt für uns nach, ob wir enteisen müssen oder sprüht gegebenenfalls Flüssigkeit schon drauf.
und kann von da viel besser drauf schauen als wir vom Boden oder vom Fenster aus. Und er hilft eben, weil ich kann nicht einfach auf den Flügel drauf kraxeln. Hallo. Hallo. Ja, ich muss Ihnen leider eine Empfehlung aussprechen. Sie haben oben Eis. Zum Enteisen. Gut, dann melde ich Sie gleich an. Perfekt, vielen Dank. Okay. Das bedeutet, für uns gibt es jetzt noch Enteisen. Wer mit Austrian fliegt, muss Rot mögen. Jedenfalls wird an dieser Farbe nicht gespart. Wenn man auch ganz genau sieht am Boden, der Teppich, der ist auch rot. Sitztaschen, alles rot. Sitztaschen. Ich glaube, wenn man wirklich ganz genau achtet, erkennt man wahrscheinlich in fast jedem Teil irgendetwas Rotes. Ist das nicht alles zu viel irgendwie so? Nein, eigentlich nicht. Ne? Ich meine, privat trägt man dann wahrscheinlich ein bisschen weniger rot. Aber im Flieger ist es eigentlich nicht zu viel. Ne? Also wenn man abends nach Hause geht, ist dann... Dann reicht's ja. Dann braucht man mal nichts Rotes. So, der Flieger schaut gut aus. Und der Iceman hat drauf geschaut, wir müssen enteisen, er hat uns schon angemeldet. Gut. Wenn du dann bitte das Procedure bereits herrichtest. Ich sage das auch den Gästen, dass das ein paar Minuten dauert. Ob sie noch pünktlich starten? Hallo. Schneewolken ziehen über Wien. Zurück nach Frankfurt. Zu den Fluggerätmechanikern mit Schwerpunkt Instandhaltung. Eileen Schröder und Thomas Freiwald müssen eine Boeing 747 inspizieren. Das da hinten müsste sie sein mit dem alten Leitwerk. Genau. Die Maschine kommt aus New York. An Bord 326 Passagiere, mehrere Tonnen Gepäck und ein paar Mängel. Zuerst aber der Routinecheck. Fahrwerk, Bremse, Rumpf. Alles unauffällig, nur dieser Reifen. Der sieht nicht gut aus. Der muss wohl runter, sagt Eileen. Welche Mängel hat der Flieger noch? Die Experten gehen zum Kapitän. Er wartet schon auf das Instandhaltungsteam. Hallo, Thomas Freiwald, hallo. Hallo, morgen. Meine Kollegin Eileen, wir sind von der Technik und wollten jetzt mal wissen, ob der Flieger irgendwie was mitgebracht hat. 2 Kabinensachen. Einmal die Toilettentür lässt sich nicht verriegeln. Okay. Und einmal kommt das Wasser nicht aus dem Wasserhahn. Da müsste man mal nachschauen. Ansonsten aber alles wunderbar. Ach, wunderbar. Sehr schön, ja. Die Piloten funken Mängel nach Frankfurt. Das geht aber auch automatisch. Das Flugzeug meldet sogar selber permanent Daten an die Technik in Frankfurt, sodass die Kollegen in Frankfurt schon sehen können, wenn sich etwas Schwieriges anbahnt. Wenn es Motorprobleme geben sollte, können die das schon sehen an den Daten, bevor wir das überhaupt merken an der Anzeige im Cockpit. Das ist schon ein bisschen spooky, aber ist auch ganz gut. Man ist da nie ganz allein gelassen eigentlich. Das ist schon sehr gut. Ja. Eileen überprüft die Kontrollsysteme im Cockpit. Gehört auch zum Routinecheck. Ich mache gerade einen Feuertest. Dann wird überprüft, dass eben das Feuersystem richtig funktioniert. Feuertest passt, alles in Ordnung, das passt soweit. Die Hydraulik-Indication haben wir hier einmal oben die erste Zeile Hydraulic Quantity für die 4 Hydrauliksysteme und das ist eben dann der Füllstand, der uns da angezeigt wird. Da gucken wir jetzt eben, dass alles in Ordnung ist. Es ist interessant, dann in so einem Cockpit zu sitzen, dort wo dann im Endeffekt die Piloten ja fliegen und sämtliche Tests zu machen, so viele Knöpfe, schon spannend. Sie kennt fast jeden Knopf hier. Ein Schlepper wird die Maschine zur Technikhalle ziehen. Dort werden Eileen und Thomas gleich den abgefahrenen Reifen wechseln. Zurück nach Wien, zu Flug OS 211 nach Frankfurt. Airframe de-icing on ground. Im Cockpit Wolfgang Schallermohn und Demja Böhme. Sie können noch nicht starten. Eis und Schnee sind auf den Tragflächen. Ein Job für die Enteiser. Wolfgang Schallermohn fliegt seit 36 Jahren. Mein Traumberuf mit 16 war Schiffskoch. Irgendwie ist es dann nichts geworden. Ich habe Angst vor tiefem Wasser.
Und als ich dann in Österreich zum Militär gekommen bin, hat man dort meine voraussichtliche Fliegertauglichkeit festgestellt. Und ich habe dann in Österreich beim Militär meine Ausbildung absolviert. Auf einer Pilatus PC-7 lernt er fliegen, ein Schulungsflugzeug. Nach 3 Jahren wechselt er zur Airline. Lima Bravo Juliet, go ahead. Und fliegt seitdem Passagiere. Das ist kopiert, 50%, 1203. Vielen Dank für die Hilfe. Clear-Signal bitte links vorne. Der Airbus ist jetzt schnee- und eisfrei. Sie können zur Startbahn rollen. Clear left side. Clear right side. Sind alle angeschnallt? Alles im grünen Bereich in der roten Kabine. Taxi checklist. Check controls. Checked. Radar and predictive wind shear. On and auto. Taxi checklist complete. Tower service Austrian 2-1 Mike. We are ready. Du bist ready? I'm ready. Take off. Thrust set. P1, rotate. Positive climb. Gear up. Gear up. Zwölf Minuten später sind sie in 10.000 Metern Höhe, die Reiseflughöhe. Startschuss für den Service. Aber erst umziehen, sagt Gloria Fieler. Das ist Vorschrift. Ich habe heute eine neue Schürze. Jetzt habe ich mein Schürzenkettchen, damit die Uniform auch schön sauber bleibt. Die besteht aus Rock, Bluse, Weste, Halstuch, Gürtel, Strumpfhose und 2 Paar Schuhe. Sind eine Spur flacher als meine Boardingschuhe. Was sagen eigentlich die Passagiere zur Uniform? Viele mögen die rote Strumpfhose überhaupt nicht. Also die sagen, dass das so schrecklich ist. Damit kann ich mich jetzt nicht identifizieren, aber das ist die größte Kritik, die wir für unsere Uniform bekommen. 32.000 Strumpfhosen bestellen die Flugbegleiterinnen jedes Jahr. Bei den Männern ist das mit der Uniform einfacher. Sie haben nicht mal eine Schürze. Fände ich manchmal praktisch. Da passt man sich dann wahrscheinlich nicht so an oder nicht direkt Uniform an. Da wäre die Schürze schon nicht schlecht. Verantwortlich für das passende Outfit zu jedem Anlass ist die eigene Schneiderei der Airline am Wiener Flughafen. Rund 6.000 Mitarbeiter erhalten hier ihre Uniform. Piloten, Mechaniker und Flugbegleiter. Du brauchst jetzt flache Schuhe? Ganz genau. 39,5. Das wäre schon der Lebensretter, ja. Ja, sehr gut. Wie ist der Bund oben? Ist der gut? Ja. Dann einmal gerade, genau. Ja, super. Sina Vivien Neboui leitet das Uniform Service Center. Hauptaufgabe: Übersicht behalten. Ist nur ein Bruchteil von unseren lagernden Artikeln. Wir haben hier einen kleinen Stock am Flughafen Wien. Wir haben aber noch ein größeres Lager im 11. Bezirk. Das ist 15 Minuten circa von hier entfernt. Und da lagern umschlagsmäßig zwischen 30.000 bis 50.000 Uniformartikel. Sie haben 260 verschiedene Artikel in 1.500 Varianten. Nur wer den Crew-Test besteht, darf hier hängen. Bevor wir jetzt einen Artikel verändern oder einen komplett neuen Artikel einführen, geht er in einen sogenannten Tragetest. Da melden sich die Kolleginnen dann freiwillig, dass sie mitmachen wollen und testen diesen Artikel auf Herz und Nieren. Und das Feedback schauen wir uns dann genau an und dann entscheiden wir dann, führen wir diesen Artikel ein oder nicht. Sina studiert Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Anschließend macht sie Karriere bei der Airline. Die 30-Jährige ist mit ihrem Team verantwortlich für den Look der 2.800 Flugbegleiter. Sie tragen auch Second-Hand-Uniformen. Das ist zum Beispiel eine gebrauchte Weste. Das heißt, die hat schon mal vorher eine Besitzerin gehabt, kam zurück zu uns, war nach unserem Ermessen noch gut genug, um sie wieder auszugeben. War in der Reinigung natürlich, also wir geben nur gereinigte Teile aus. Und dann wurde sie nochmal von den Kolleginnen begutachtet, ob sie wirklich keinen Fleck, kein Loch hat und so weiter. Anscheinend ist die Prüfung positiv verlaufen und die wird jetzt hoffentlich bald wieder in den Kreislauf eingegliedert und an eine glückliche neue Besitzerin ausgegeben. Genau. Barbados Sherry, so heißt die Farbe. Wie eine Kirschpflanze aus Indien. Schmeckt übrigens ziemlich sauer.
Der Großteil unserer Artikel kommt aus Europa, tatsächlich aus Osteuropa. Schuhe meist Portugal. Schuhe mit schwarzen Absätzen? Das war einmal. Jetzt gilt Rot pur. Das sind unsere neuen Schuhmodelle, unser neues Schuhportfolio. Ist natürlich auch durch einen Tragetest gegangen mit Kolleginnen aus der Kabine und von Ground Operations. Wurden als gut befunden. Und dann haben wir uns im Team gemeinsam überlegt, wie nennen wir diese Schuhe. Auch so, dass die Kolleginnen sich merken, was ist denn eigentlich mein Lieblingsschuhmodell. Und dann haben wir die Schuhe nach unseren Teammitgliedern benannt. Zum Beispiel die Heidi, die sich um unser Lager kümmert. Die Timea, die schon sehr lange mit Uniformen arbeitet. Die Chiara, unsere Schneiderin. Und das ist Chiara. 22 Jahre jung, Schneiderin. Jeden Tag sieht sie rot. Ja, fast. Es ist jetzt keine leichte Farbe. Also rot zu sehen, das ist jeden Tag, das ist ja eigentlich eine Signalfarbe, sagen wir so. Es ist auch keine leichte Farbe für zum Beispiel Garn oder generell passende Farbtöne zu finden. Aber wie gesagt, man gewöhnt sich an alles. 1000 Uniformteile, wie dieser Blazer, werden jede Woche an die Mitarbeiter ausgegeben und von den 4 Schneiderinnen angepasst. Perfekt. Die Uniformen dürfen in keine Waschmaschine, nur in die hauseigene Reinigung, in die Putzerei. Täglich sind Anproben, sogenannte Fittings. 4 bis 6 Fittings, das ist eigentlich so Standard, das machen wir immer. Und halt hochgerechnet, wie viele Uniformteile die kriegen, das ist echt schon einiges. Gerade bei Damen, das sind mindestens 7 Oberstoffteile mal nur. Das hört sich jetzt gar nicht so viel an, aber das ist schon einiges eben zum Abstecken. Ja. Hier probiert eine Flugbegleiterin ihre Uniform. Für Iris Pilz jedes Mal aufregend. Sie war 20 Jahre Stewardess, heute ist sie Trainerin. Das ist jetzt zum allerersten Mal. Ist das ein besonderer Moment? Ja, total. Uniform bedeutet etwas. Das ist ja eine Identität, die man dann mitträgt. Und ja, das ist spannend. Auch Chiara begleitet die Anprobe. Sie muss Maß nehmen für den perfekten Sitz. Die Stunde der Wahrheit. Sehr schön. Gestatten Jasmin, 21, Flugbegleiterin in Spee. Superglücklich, wirklich, wirklich. Ich komme meinem Traum immer näher und jetzt... Ein Traum ist der Saum, aber noch nicht, sagt Chiara und kürzt. Passen Uniformen auch auf Anhieb? Sehr, sehr selten. Wirklich nicht oft. Einfach weil wir halt 5000 eben verschiedene Kollegen haben und damit auch verschiedene Körpergrößen, Formen. Alles ist dabei. Und? Sitzt der Blazer? Natürlich. Weiß Bescheid. Ich gebe dir da noch eine andere Größe. Ich möchte es als Vergleich sehen wegen der Schulter. Austrian Airlines, kurz die AUA, wird 1957 gegründet. Noch ohne Rot, sagt Iris Pilz. Ganz am Anfang war man uniformtechnisch noch nicht so mutig. Da hat man sich klassisch für die blaue Uniform entschieden und hat sich dann in den 70er Jahren weiterentwickelt zu diesem trachtigeren roten Look. Es war auch ein Trachtenunternehmen, das unsere Uniformen designt hat. Und dann hat man eben die Entwicklungsgeschichten, wir sind bei Rot geblieben. Das erkennt man sicher auch an den Fotos. Das ist die Tradition mit Österreich, also dass wir ein österreichisches Unternehmen sind. Deswegen kommt ja auch die rot-weiß-rote Farbe von unserer Flagge und das ist eben Teil unserer österreichischen Kultur und dieser Identität. Auch schick, oder? Was damals 1996 auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, ganz was Neues war, ist der Zip zum Beispiel beim Gilet. Also das hat auch einen Sicherheitsaspekt. Bei Knöpfen bleibt man leichter hängen. Und der Zip, das war auch etwas mit den roten Strümpfen, was sich die Designerin einfallen hat lassen, was ganz was Außergewöhnliches war. Zip ist? Der Reißverschluss. Das hier. Sie hat die Uniform vor 30 Jahren entworfen. Sabine Kreuzspiegel aus Wien. Heute designt sie gemeinsam mit ihrer Tochter Mode für Hunde. Natürlich auch in Rot.
besser? Ja, viel Ja, besser. ist lockerer, ja. Die 20 Teile der Uniform gibt's kostenlos, inklusive 2 Koffer. Jasmin kann alles nächste Woche abholen. Tschüss, danke schön. Zurück nach Frankfurt. Die Mechaniker Eileen Schröder und Thomas Freibald müssen einen Reifen an einem Jumbo wechseln. Da, in der Ecke steht sie. Mit der Kennung Yankee India. Siegerflieger. Ein berühmter Flieger. 2014 hat er die Weltmeister an Bord. Ein Charterflug von Brasilien nach Deutschland. 11 Jahre später heißt er wieder Potsdam und hat ein Reifenproblem, um das sich jetzt Eileen und Thomas kümmern. Es war einmal der hier, da ist die Rille ein bisschen schwach. An der einen Stelle ist es halt sehr schwach. Ne? Hast recht, Eileen, der muss runter, ja. Das machen wir. Okay. Ein Jumbo hat 18 Räder. Beim Landen werden sie schlagartig auf 260 km/h beschleunigt. Das bedeutet von 0 auf 1110 Umdrehungen pro Minute. Die Reifen müssen zudem den Jumbo tragen. 400 Tonnen, so schwer wie 70 männliche afrikanische Elefanten. Ein Reifen hat jetzt schlapp gemacht, muss runter. Der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können. Scheiß Wetter. Die Kollegen kommen. Mit dabei der neue Reifen, Wagenheber und Werkzeug. Regenwasser im Nacken gehört auch irgendwie dazu. Ja, das stimmt allerdings. Ab und zu an doofen Stellen ist das leider der Fall, ja. Die Reifen sind mit Stickstoff gefüllt. Den brauchen sie jetzt. Wir nutzen jetzt quasi den Stickstoff vom Reifen als Antrieb für unseren Heber, damit quasi das Fahrwerk dann hochgehoben wird. Durch den Reifendruck wird der Wagenheber angetrieben und drückt das tonnenschwere Fahrwerk nach oben. So, geht los. Ich glaube, können wir schon ohne machen, oder? Ja. Dann nehme ich den wieder weg. Eine Achsmutter und das war's. Das ist jetzt quasi unser Gewindeschutz, dass wenn wir das Rad jetzt runterheben und der wäre jetzt nicht drauf, dann würden wir im schlimmsten Fall unser Gewinde halt beschädigen. So, und dann müssen wir gleich mal kurz die Füße wegmachen. Damit heben wir den jetzt runter. Jo. Ja, ich habe ihn. Wisst ihr das auswendig, was der wiegt, Sene? Ich glaube 180 bis 200 Kilo. Das sanft, die Bremse ist heiß. Der hat 16 Bremsen, alle sind identisch. Und ich gucke jetzt nach der Achse. Da schauen wir mal, dass die Achsenhülse in Ordnung ist. Gell? Keine Risse oder so. Sieht gut aus. Oh, ich gehe mal zur Seite. Der neue Reifen. Ganz schön heiß noch, die Bremse. Ist noch heiß, ja. Der Reifendruck ist schon drauf. Also die kommen mit ungefähr 150 PSI kommen die an. Und wir machen dann den Rest drauf, auf 220 etwa. Also er kriegt 220 PSI. Bin mir nicht sicher, ob es 14 Bar sind. 14, 15 Bar. Ja, ist richtig. Und warum ist Stickstoff im Reifen? Zum einen ist Stickstoff vom Druck her stabiler, also hält den Druck länger als Sauerstoff. Und zum anderen ist es auch ein toller Nebeneffekt. Wenn jetzt die Bremse zu heiß wird, dann haben wir Schmelzsicherung an der Felge und dann wird der Stickstoff rausgelassen und ja, ist nicht entflammbar.
Mehr als 4000 Reifen wechselt der Technikservice jedes Jahr in Frankfurt. Sieht gut aus. Okay. Beim technischen Flottenmanagement arbeiten 3800 Frauen und Männer. 2600 davon draußen an den Maschinen. Das war's, ja. Noch nicht ganz, sagt Eileen. Sie muss noch das Reifendruckkontrollsystem im Cockpit überprüfen. Der Fülldruck 15 bar, das Sechsfache eines Pkw-Reifens. Luftdruck ist da, das Indication ist da, also die Anzeige ist da. Das passt alles, können wir abschließen, den Auftrag. Der Jumbo startet in 3 Stunden nach Brasilien. Und was passiert mit dem alten Reifen? Den bringen wir wieder in die Halle. Der wird da abgestellt und wird dann irgendwann abgeholt und geht dann Richtung Wien zur Austria, zur Auer. Denn dort werden Reifen runderneuert. 2022 hat Lufthansa in Frankfurt ihre Reifenwerkstatt geschlossen und europaweit neu ausgeschrieben. Den Zuschlag bekommt Austrian Airlines in Wien. Die Reifenwerkstatt ist am Flughafen mit 28 Mitarbeitern, natürlich in Rot. Teamleiter ist Patrick Kollega. Lass dir auch gut gehen, ja? Schönen Tag noch, gell? Ihr Job? Abgefahrene Flugzeugreifen wieder zum Rollen bringen. Das Rad hier ist jetzt klassisch abgefahren. Ja, es wird von den Kollegen der Maintenance in Frankfurt dann dementsprechend abgebaut vom Flugzeug und wird dann auf den nächsten Liefertransport, sprich LKW, nach Wien versendet. Das könnte eben der 14 Uhr LKW schon sein. Der sollte aus Frankfurt gekommen sein jetzt, ja. 4 bis 5 LKW kommen täglich aus Frankfurt, München und Zürich, sagt der gelernte Elektroniker. Bis zu 150 abgefahrene Flugzeugreifen landen pro Tag in der Werkstatt. Jetzt sind wir in der Reifen- und Bremsenwerkstätte der Austrian Airlines. Tatsächlich machen wir hier wirklich nur die Reifen für den kompletten Austrian Airlines, Lufthansa und genauso wie für Swiss. Erste Station, die Warenannahme. Erster Akt, Reifen platt machen. Hier wird gerade der Stickstoff ausgelassen aus den Rädern. Das ist natürlich absolut notwendig, bevor wir anfangen, die Felgenhälften voneinander zu zerlegen, weil sonst würde es einen lauten Knall machen und der Stickstoff würde auf einmal entweichen. Dann sind Sie dran, die Zerleger. Die Kollegen zerlegen gerade die Räder, die heute angeliefert worden sind. Wir haben Doppelfelgenhälften. Mit 6 bis 24 Radbolzen wird das Ganze zusammengehalten. Ja. An den Felgen, Bolzen und Radlager kleben Bremsstaub, Öl und Schmierfette. Hier haben wir eine sogenannte Lösemittelanlage. Eine Art Waschmaschine nur für Bolzen und Radlager. In einem Vakuum werden die Teile mit Lösungsmittel und Ultraschall heiß gereinigt und sehen danach so aus. Die sind jetzt wirklich auf die Körpertemperatur abgekühlt und man kann sie jetzt super schön überprüfen. Ja. Ob irgendeine Beschädigung ist, ob sie irgendwie ausgeschlagen wären, ja. Dann würden sie rattern, wenn man jetzt einmal so dreht. Ja. Auch jede Felge bekommt eine Wellness-Packung. 2,5 Minuten bei 70 Grad. Unsere Felgenwaschanlage, eine Doppelwaschkammer. Hier haben wir 2 Bürsten drinnen und mehrere Spritzdüsen. Die ganzen Ablagerungen, was man drinnen sieht, das Schwarze ist alles Korrosion. Hier sehen wir das Endprodukt. Und wir gehen zur nächsten Station. Nach der Wäsche folgt der Sicherheitscheck. Computergesteuert mit Kollege Sensor. Und jetzt fährt sie die äußere Fläche der Felge entlang langsam ab, um etwaige Risse darstellen zu können. Ja. Und am Ende des Ablaufes ist im besten Fall das Programm grün. Und das würde den Kollegen gleich visuell hindeuten, dass kein Fehler vorhanden ist. Felgen mit einem Riss landen im Müll. Diese ist wiederverwendbar. Das kann ich weg. Nächste Station. Ein grüner Streifen ist ein schlechtes Zeichen. Das bedeutet,
ein Bolzen ist beschädigt. Er bespült das Ganze mit einem petroleumartigen, gelb-grün fluoreszierenden Mittel. In diesem Mittel sind Stahlpartikel drinnen. Die schmiegen sich durch diese Magnetisierung von dem Bolzen jetzt entlang dieses Bolzenschaftes an und würden, wenn ein Riss am Bolzen wäre, genau diesen Riss darstellen. Ja. Die zweite Prüfvariante ist in diesem Raum, elektrisch mit Ultraschall. Mehr als 200.000 Bolzen kontrollieren sie jedes Jahr. Das ist der Prüfbolzen. Der wurde bewusst mit Rissen versehen, damit man hier genau überprüfen kann, ob dieses Gerät, das auch regelmäßig kalibriert wird, diesen Riss ordnungsgemäß anzeigt. Und dieses Geräusch war eben jetzt der Hinweis, dass ein Riss entdeckt wurde und mit diesem Ausschlag. Ja, wird sofort weggeschmissen. Ja. Ein neuer Reifen kostet bis zu 1.500 €. Rund erneuerte sind günstiger. Die Hersteller überarbeiten das Profil bis zu 12 Mal. Zurück in der Werkstatt kommt dann zusammen, was zusammengehört. Felge, Bolzen, Reifen. Und sie heben jetzt die äußere Felgenhälfte drauf. Je nach Tätigkeit müssen die Mitarbeiter regelmäßig zum Medizin- und Sehtest. Das ist Vorschrift. 14.000 Räder bearbeiten die Mechaniker pro Jahr. Wir haben eine sehr coole Mannschaft, richtig familiär. Wir wissen nahezu alles voneinander. Das kann auch positiv sowie negativ manchmal sein. Ja. Und das macht es lustig. Ja. Das macht wirklich auch Spaß an der Arbeit. 24 Bolzen halten diese Felge zusammen. Ein Rad für einen Jumbo. Fehlt noch der Stickstoff. Den gibt's hinter Gittern. Der Kollege stellt auf den Reifendruckmonitor jetzt den gewünschten Druck ein und startet den ganzen Druckmonitor. Der Ablauf ist dann selbstständig. Der Käfig eine Schutzmaßnahme, falls der Reifen platzt. Ist hier noch nie passiert, sagt Patrick Kollega, aber in Amerika, in Atlanta. 2 Mechaniker sind dabei ums Leben gekommen. Der nächste Schritt wäre die sogenannte Endkontrolle und auch für uns gleichzeitig auch eine Qualitätssicherung. Das wäre hier an dieser Stelle. Unter anderem wird der Reifendruck 24 Stunden lang beobachtet. Und am nächsten Tag in der Früh wird der Druck noch einmal kontrolliert, ob vielleicht eine Abweichung vorhanden ist. Und dann ist auch die Frage, wie hoch ist die Abweichung. Ja? Wenn es ganz schlecht läuft, wird der Reifen noch einmal zerlegt und überprüft. Das sind die Frankfurter Räder, die sind vorbereitet für die Abholung, auch mit den Covers versehen. Auch mit den Abdeckungen, wir haben je nach Flugzeugtypen unterschiedliche Abdeckungen oder Lieferbehelfe, um eben die Lager, die drinnen eingebaut sind, vor Verunreinigung zu schützen. Ja. Wieder geschafft, ja? Wie jeden Tag. Ja, Wiedersehen. Feierabend. Zurück nach Frankfurt, 700 Kilometer entfernt. Die Frühschicht der Fluggerätmechaniker ist noch nicht zu Ende. Eileen Schröder und Thomas Freiwald fahren in die größte Werfthalle Deutschlands. Ach, Yankee Papa, hier 1500. Jumbo. Der hier. Ja, so cool. Der quergelegte Eiffelturm hätte hier Platz. Oder 6 Jumbos gleichzeitig. Oder 4 Fußballfelder. Hier wechseln sie auch Triebwerke, wie das von einem Jumbo. Stückpreis mehr als 6 Millionen $. Eine. Na, die ist geplagt, die zweite. Ja, also 747. Das ist ein CF680 C2 B1F, um genau zu sein. Der war eingebaut in eine 747-400. Und sowas machst du auch, ne? Das machen wir auch, ja. Das machen wir hier und zur Not auch im Ausland, also so ein Triebwerkswechsel. Das CF680 CS kann nur mit einem Frachtflieger transportiert werden. Thomas Freiwald war oft im Ausland. Das ist die Halle in New York. Ja, sau cool. JFK war das. Da waren wir praktisch fertig und konnten mit dem Flieger aus der Halle raus. Wie lang dauert so ein Triebwerkswechsel?
Also für die 747-8, sage ich mal, wenn mit viel Erfahrung könnte man das schon in 5 Schichten hinbekommen. Das sind 40 Arbeitsstunden für ein Triebwerk. Das Triebwerk ist ja eigentlich nur mit 8 Bolzen befestigt, aber da sind ja viele Hydraulikleitungen, Strom, Luftleitung, also Pneumatik und so weiter. Also es ist schon einiges und da muss ja das ganze Equipment aufgebaut werden, um das Triebwerk hoch und runter zu ziehen. Aufwendige Sache. Ja, macht Spaß, ne? So ist es. Ja. Nächster Stopp eine Boeing 777. Wieder ein Routinecheck. Dann haben Sie Feierabend. Gleich landet Flug OS 211 in Frankfurt. Im Cockpit First Officer Demja Böhme und Kapitän Wolfgang Schallamun. So, da bin ich wieder. Wir sind bei einer neuen Rhein-Unit und Inbound Dolmo. Danke, F Control. Control. Kapitän Schallamun wird den Airbus landen. Nur 30 Minuten hatten sie für den Bordservice. Ja, kurz. Normal auf Kurzstrecken, sagen Wolfgang Al-Masri und Gloria Fila. Jetzt ziehe ich mich dann wieder um. Ziehe ich mir wieder andere Schuhe an, ziehe meine Schürze aus und ziehe meinen Fräser wieder ab. Wieder mehr Mut. An- und ausziehen bis zu 10 Mal an einem Arbeitstag, je nachdem, wie oft sie an Bord servieren. Tower Servus Austrian 21 Mike, established ILS Zulu 25 right. Sie haben die Landeerlaubnis 2500. vom Tower Frankfurt. $200. 50, 40, 30, 20, retard. Spoiler. Auto brake off. Ich habe jetzt die Hilfsturbine gestartet, damit wir danach ein Triebwerk abdrehen können und nur noch mit einem Triebwerk rollen. Das ist einfach für die Umwelt das ökologisch und ökonomisch besser. Kapitän Schallamun ist fast jede Woche am Terminal 1. Ihre Flüge buchen vorwiegend Geschäftsleute und Passagiere, die weiterreisen nach Asien oder Amerika. Erste Etappe haben sie geschafft. In 50 Minuten ist wieder Abflug. Flugzeug herrichten, Flugzeug putzen, Flugzeug betanken, zurück nach Wien. Dort dasselbe Spiel. Gäste aussteigen lassen, Flugzeug putzen, Flugzeug betanken, weiter nach Zürich. Und dann noch einmal Flugzeug betanken, Flugzeug putzen, Gäste aussteigen lassen, zurück nach Wien. Der wohl berühmteste Wiener heißt Johann Strauß, geboren vor 200 Jahren. Grund zum Feiern in Österreich? Danke. Gerne, auf Wiedersehen, schönen Aufschlag. Und durch die Lautsprecher im Airbus. Auf Wiedersehen, schönen Tag noch. Spielen sie immer beim Ein- und Aussteigen. Im Dreivierteltakt putzen, das wär's jetzt, sagt Demja Böhme. Geht aber nicht und beschwert sich. Ja, servus, wir stehen bei Alpha 28. Wir bräuchten bitte noch Cleaning, die sind nicht gekommen. Ich kümmere mich drum. Vielen Dank. Zurück nach Wien steuert sie den Airbus. Sie möchte pünktlich abheben. Das scheint wohl möglich, denn der Putztrupp ist plötzlich da. Und die Passagiere auch. Vollzählig. Sogar der Schlepper wartet schon. Tschüss. Der Flieger ist startklar. Just in time. Na dann, guten Flug und man sieht sich in Frankfurt. Push me,